Hat ihr etwas, was ihr könnt beschreiben, was ihr hat bekommen von wegen jüdischen Kochen, von jüdischen Balebostas, was sie haben euch gelernt? Ah, das ist eine interessante Frage. Was ist der Unterschied zwischen Herren wegen ein Rezept oder Lehnen ein Rezept oder sehen, wie ein Balabuste macht ein Rezept? Die drei Lernmittel, alle sind gut, aber man lernt sich andere Protein. Als ich habe gearbeitet mit Balabustes in der Heim, habe ich bemerkt einmal Sachen, was wären nicht beschrieben, weil man weiß, öfter ist man auch viele nicht bewusstsinnig, als man tut es. Lemoschel, ich habe einmal gearbeitet mit einer Frau von gewesenem Ratenverband. Und wenn sie hat gemacht, a Tort, was sie heißt a lecker, aber das ist a Wasserlecker, a sponge cake, a weißer lecker. Sie redt es a reus a Wasserlecker. Wenn sie öffnet die Eier, wischt sie mit dem Finger rein in Schol, als alle Tropfen von Weißel sollen herauskommen von Schol. Und das ist ökonomisch, versteht sich. Man will nicht verlieren ein Tropfen von Ei. Und das macht euch einen Unterschied in einem Lecker, weil es hat mehr Weißel. Und als man sagt, als Lecker hat 8 Eier, muss man wissen, als man muss euch reinwischen alle Schallechlech von die Eier. Man soll haben genug Weißlech und das steht nicht geschrieben in kein Kochbuch, was ich habe gesehen.